Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau und halt auch andere Sachen, wenn ich mal Lust und Laune zu habe. So, und dann geht es heute weiter mit dem zweiten Teil vom Wurfspeerbau. Ne? Heute fangen wir dann an, das Ganze mal zu pinseln und dann hübsch zu machen, dass das auch ein bisschen wie so ein Holzspeer mit Metallspitze aussieht. Kommentare, Likes gern gesehen, natürlich Abos immer. Ne? Wenn ihr nichts verpassen wollt, meiner ganzen Projekte, die ich so in die nächste Zeit wieder in Angriff nehmen werde, bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, dann gehen wir wieder hin. Ich nehme wieder so ein Lederriemchen. Könnt natürlich auch was anderes nehmen, je nachdem was ihr da habt. Nicht zu fest machen, dass das nicht zu sehr in den Schaumstoff einschneidet. Aber auch nicht so verrutschen kann. Und dann gehen wir hin. Nehmen wir wieder eine Schicht schwarz. Ne? Und fangen dann erstmal wieder an, so wie üblich bei den Waffen. Da mache ich da wieder so 6, 7 Schichten drauf. Hängt halt von ab, vielleicht auch ein paar mehr. Das hängt immer von ab, wie dick er das halt drauf macht. Dann sehen wir uns dann wieder, wenn die Schwarzschichten alle drauf sind. So Leute, dann machen wir mal weiter. Und zwar wollen wir ja die Holzmaserung machen. So, das obere Stück habe ich schon mal ein bisschen gemacht. Das untere, das zeige ich euch dann wieder. Der ein oder andere weiß ja mittlerweile schon, wie es geht. Dafür braucht er dann wieder einen Kamm. Nehmt ihr die schwarze Latexfarbe. Könnt ihr natürlich auch mit Flexi-Paint machen, je nachdem wie ihr es haben wollt. Ne? Geht mit beiden gut. Dann tragt er das auf. Ich nehme hier wieder mein Modellierwerkzeug und verspachtel das wieder so ein bisschen. Oder halt einen Pinsel, wie wir halt mögt. Könnt ihr auch mit Schwamm machen. Das ist euch überlassen. Dann wieder gut auftragen, großzügig. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body. So Leute, das Schwarze ist jetzt drauf. Das habe ich ja bis hierhin schon so ein bisschen gemacht. Dann geht er, setzt einfach mit dem Kamm so ein bisschen hier an. Ja, und dann geht er so ein bisschen wieder wellenförmig runter. Ja, da ihr nicht so ganz gerade Linien habt. Ab und zu ein bisschen dann die Zinken ein bisschen versetzen. Also ein bisschen mehr oben, ein bisschen mehr unten machen. Also bis ihr halt zufrieden seid. Aber wie gesagt, immer so ein bisschen hin und her. Aber durch die Rundungen geht das gut. So. So, das Ganze hängen wir jetzt erstmal wieder zum Trocknen auf. So Leute, die Holzmaserung ist jetzt soweit überall trocken, beziehungsweise das Schwarz mit dem Kamm. Ja. Ein, zwei Stellen muss ich vielleicht noch was drüber gehen, aber soweit alles gut. So, dann fangen wir jetzt mal an. Da kriegt das Ding eine richtige Farbe. Gehen wir erstmal hin. Da habe ich mir ein bisschen Silber gemacht. Dann fangen wir erstmal bei der Spitze schon mal was an. So, das Silber haben wir jetzt drauf. Dann gehen wir jetzt hin und nehmen dunkles Braun.
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad. So. Dann haben wir jetzt schon mal das dunkle Braun drauf. Finger, die sehen auch immer aus, als wenn mal einer drauf gekackt hat. Entschuldigung für den Ausdruck. So. Das nächste, was wir machen, jetzt nehmen wir ein helles Silber. Mal gucken. Da brauchen wir noch eine andere Unterlage. Ein bisschen was zum Mischen. Die zwei Schwämme können wir wegtun. Dann fangen wir oben an der Spitze schon mal an. Das Ganze noch so ein bisschen metallischer zu machen. Dafür braucht er auch nicht viel Silber. Nur so einen kleinen Klecks. Ein bisschen tupfen. Wenn man einen Untergrund nehmen, wo ihr was abtupfen könnt. So. Und dann fangen wir schon mal an der Spitze an. In der Zwischenzeit kann der Rest noch ein bisschen trocknen. Geht da wieder so ein bisschen hin. So über die Kanten, dass das alles so ein bisschen schärfer wirkt. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots. So Leute, das Silber ist jetzt drauf. Dann gehe ich jetzt hin. Nimm ein helles Braun. Guckt immer, dass ihr genug Schwämme habt. Am besten immer schon mal so ein paar vorschneiden. Mehr oder weniger vorschneiden. Je nachdem, wie groß und breit das er halt braucht. So. Schauen wir mal. So Leute, bevor ich vergesse, wenn das anfängt hier so ein bisschen hier zu riffeln, ne? Hier so, dann nimmt am besten wieder einen neuen Schwamm. Nur so als kleiner Tipp. Dann wird die Oberfläche ein bisschen besser. Also immer genug Schwämme da liegen haben, dass ihr immer mal wieder austauschen könnt. So, das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen hell. Das machen wir jetzt ein bisschen dunkler. Wie gesagt, ich mache es lieber ein bisschen dunkler. So, dafür nehme ich mir ein bisschen größeren Schwamm. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Die andere Seite nehmen können. Das sieht alles nicht so gut aus. Dann müssen wir wieder einen anderen nehmen. Egal. Wie gesagt, immer hier noch Schwämme hinlegen, Leute. So. Und zwar gehen wir wieder hin, nehmen schwarz. Das könnt ihr natürlich auch stark verdünnen, mit einem Pinsel auftragen. Aber ich mache es jetzt einfach mal so, weil das so auch funktioniert. Ja, nehmen wir den. Könnt dann entweder so einen dickeren Schwamm nehmen oder ihr nehmt halt einen Zewa oder irgendwas, was nicht fusselt am besten. Dann geht ein bisschen drüber. Ich mache das immer jetzt nur so ein Stück. Das hier so ein bisschen. Und dann geht da einfach das Überschüssige einfach wegwischen. Und das macht er dann auf der kompletten Länge.
see you rolling up. So Leute, das haben wir jetzt erstmal soweit. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Und dann können wir eigentlich schon mit dem Topcoat. Ich werde jetzt hier oben noch so ein bisschen zum Rand noch so ein bisschen mehr schwarz machen. Dass die Übergänge ein bisschen schöner sind. So. Jetzt sieht gut aus. So, das Ganze lassen wir jetzt wie gesagt erstmal trocknen. Die Farbe ist jetzt soweit trocken. Dann gehen wir wieder hin, machen einen Lederriemen oder irgendwas anderes zum Aufhängen dran. Und dann fangen wir mal mit dem oberen Teil an. Dann kommt jetzt erstmal was Klarlack drauf. I see you rolling up, Uber black Cadillac. So Leute, jetzt haben wir hier erstmal soweit drauf. Den Rest machen wir dann später. Dann sehen wir uns wieder, wenn das ganze Ding getopcoatet ist. So Leute, wir sind soweit. Der Speer ist trocken. Topcoat ist alles drauf. Ich denke mal, das ganze Ding ist soweit ganz gut geworden. Wie gesagt, kann man vielleicht noch ein paar Sachen verbessern, wie vielleicht noch Matratzenschaumstoff an die Außenseiten oder was. Oder oben und unten drauf, dass das Ganze noch was weicher vorne an der Spitze wird. Aber wie gesagt, also normalerweise, also für das Auge, das ist schon ziemlich groß, da dürfte eigentlich nichts passieren. Und wie gesagt, das ist ja ab hier, also sind gut 30 cm Luft. Dann das Rohr, das wiegt eigentlich auch nichts. Das ist halt nur damit der Ganze, dass das ein bisschen formstabiler ist. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Video hat euch gefallen, beziehungsweise die 2 Teile. Viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wisst ihr, Kommentare, Likes sind auch gern gesehen. Und vor allen Dingen Abos, damit ihr keins meiner Projekte verpasst. Nächstes ist nämlich auch schon in der Mache, beziehungsweise die nächsten. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Wir sehen uns.